Wann führt Polen den Euro ein? Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, das letzte Video ist ja schon ein Weilchen her. Ich habe auch schon die ein oder andere Anfrage gekriegt, wann mal wieder ein Video von mir rauskommt. An dieser Stelle entschuldige ich mich erstmal wirklich. Ich hatte aber wirklich keine Zeit gehabt, irgendetwas an Videos zu produzieren. Ich hatte einfach privat sehr viel zu tun. Und die regelmäßig meine Videos schauen oder öfters mal bei mir vorbeigeschaut haben, die sehen auch, dass ich jetzt derzeit in einer neuen Umgebung bin oder beziehungsweise der Aufnahmeort eine neue ist. Und das hat auch damit zu tun, warum ich keine Zeit hatte, die Videos zu produzieren. Ich bin umgezogen, ja, und das war eigentlich auch der Hauptgrund. Aber heute geht es nicht um mich, sondern heute geht es darum, wann Polen den Euro einführt, beziehungsweise vielleicht kann man sich auch die Frage stellen, wann der Euro eigentlich bereit für Polen ist. Ich sage euch schon mal von vornherein, heute wird es kein konkretes Datum geben, wann der Euro in Polen eingeführt wird. Aber das, was ich im Internet gefunden habe, könnte vielleicht spannend sein und man könnte sich dann vielleicht auch den ein oder anderen Gedanken dazu machen, wann vielleicht wirklich der Euro nach Polen kommt. Ihr könnt mir auch mal später gerne in den Kommentaren hinterlassen, was ihr denkt, wann der Euro in Polen eingeführt wird. Aber damit ihr auch versteht, worum es mir eigentlich geht, teile ich mal mein Bildschirm mit euch. Dann wisst ihr auch überhaupt, was ich meine. So, jetzt müsste der Bildschirm da sein. Alle Informationen, die ich euch hier heute zeige, verlinke ich euch später auch in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr das euch auch nochmal selber durchlesen. Allerdings ist das alles auf Polnisch. Aber wie immer werde ich das alles hier mal so grob übersetzen, damit ihr auch versteht, worum es hier eigentlich geht. Ja, und das ganze Thema hat eigentlich damit angefangen, dass wir hier ein weiteres EU-Land haben, was den Euro einführt. Und zwar ist das Kroatien. Kroatien verabschiedet sich von der Landeswährung Kuna und soll ab dem 1. Januar 2023 den Euro haben. Da ist jetzt hier auch der Bericht dazu. Da steht hier dann auch nochmal, wer dafür gestimmt hat und wer nicht dafür gestimmt hat. Hier steht es auch nochmal ab dem 1. Januar 2023. Ab dem 5. September 2022 sind die Geschäfte und Dienstleister dazu hier auch verpflichtet, schon Euro zu akzeptieren. Also da wird dann parallel, so wie es auch damals in Deutschland war, da wird Euro und Kuna akzeptiert. 1 Euro wird mit 7,53 Kuna verrechnet. Und ja, natürlich kam dann auch sofort dann die Frage auf, wann dann der Euro in Polen eingeführt wird. Und ja, da haben wir hier auch einen Pressesprecher der PiS-Partei, den Piotr Müller. Der hat ein Interview am 19. Mai der Polsat News gegeben. Den Bericht habe ich hier natürlich auch. Ja, das ist hier der Pressesprecher Piotr Müller. Und der Piotr Müller hat gesagt, dass es derzeit keine Pläne gibt, den Euro einzuführen. Denn wenn man die eigene Währung hat, dann kann man besser auf die Inflation reagieren. Und wenn Polen schon den Euro hätte, könnte die Inflation höher sein, wie die jetzt ist. Das ist zumindest die Aussage von dem Pressesprecher der Partei PiS, Piotr Müller. Natürlich haben wir da auch die Gegenseite, und zwar haben wir den Donald Tusk. Wer den Donald Tusk nicht kennt, Donald Tusk ist der Parteivorsitzende der Partei PO, Platforma Obywatelska, auf Deutsch Bürgerplattform. Und ja, das ist so, ich sag mal, der größte Konkurrent der Partei PiS. Der Donald Tusk, der war jetzt sehr lange in der Europapolitik zugange. Ich glaube, der war circa 8 Jahre in der Europapolitik, ist jetzt seit letztem Jahr Parteivorsitzender der Partei PO. Und er hat auch seine Meinung hier zu dem ganzen Thema Euro und Polen. Und er sagt, ja, Polen sollte sich ja in Ruhe und Schritt für Schritt auf den Beitritt
der Eurozone vorbereiten. Also dass Donald Tusk pro Europa ist ja auch kein Geheimnis, und Peace vielleicht ein bisschen mehr gegen, ja, ich will jetzt nicht sagen gegen die ganze Europolitik, aber mehr so auf die eigene Politik beruht, ist ja auch eigentlich gar kein Geheimnis. Aber jetzt gehen wir mal noch mal einen Schritt weiter, weil jetzt wird hier diskutiert von beiden Seiten, ja, wir wollen den Euro nicht, beziehungsweise sagt das die eine Seite und die andere Seite. Was ist aber eigentlich das Gesetz, oder was sagt eigentlich das Gesetz? Weil das ist ja so, wir haben ja Länder in der Eurozone und es sind mittlerweile, ich glaube 27, wenn ich mich da jetzt nicht ganz irre. So, das müssten, ja genau, hier haben wir 27 Mitgliedstaaten, und es ist auch so, alle Länder, wirklich alle Länder, die als EU-Mitgliedsstaat zählen, außer Dänemark, sind verpflichtet, den Euro einzuführen. Also das ist nicht so, dass die sagen, ja, wir wollen den Euro nicht. Also die sind früher oder später dazu verpflichtet. Und da haben wir hier eine Seite, das ist ja auch eine offizielle Seite der Europäischen Union. Und hier steht das dann auch nochmal, dass das eine Verbindlichkeit ist, aber hier auch, dass die Länder keinen besonderen Zeitplan haben, also dass sie sich in Ruhe auf das Ganze vorbereiten können, strategische Schritte einleiten können, damit das auch alles funktioniert. Aber selbst damit die Währung, den Euro haben, sind aber auch noch gewisse Sachen zu beachten. Und zwar gibt es auch noch Kriterien, die beachtet werden müssen. Und zwar haben wir die hier, das sind die EU-Konvergenzkriterien. Und zwar sind das hier, das öffentliche Defizit darf nicht mehr als 3% des BIP betragen. Der öffentliche Schuldenstand darf nicht mehr als 60% des BIP betragen. Die Inflationsrate darf maximal 1,5% über jene der 3 preisstabilsten Mitgliedstaaten des Vorjahres liegen. So, das heißt also, wenn Polen deswegen auch, also komme ich nochmal auf die Frage zurück, ist der Euro überhaupt bereit für Polen? Weil das sind ja auch eigentlich Kriterien, das heißt, die Wirtschaft, die muss stabil laufen, die Inflation darf nicht so hoch sein, und ja, und das muss ja auch irgendwie alles passen. Ne? Und ja, wenn wir uns die Situation heute angucken, also wirklich heute, denke ich, wäre Polen nicht, oder sage ich mal, wäre der Euro nicht bereit für Polen. Ob jetzt die Inflation in Polen höher oder niedriger wäre, wenn die jetzt den Euro hätten, das ist jetzt mal eine andere Frage. Aber eure Meinung würde mich mal wirklich dazu interessieren, was ihr zu der ganzen Sache sagt. Was denkt ihr, sollte Polen irgendwann mal den Euro einführen, wenn die Voraussetzungen bringen? Also die sind ja dazu, sage ich mal, verpflichtet. Aber sollen die es schneller machen, oder sollen die sich lieber Zeit lassen? Weil so wie die es hier auch sagen, wenn die eigene Landeswährung haben, können die das dann alles ein bisschen selber regulieren. Ja, und wenn die dann den Euro haben, stehen die dann auch wieder ein bisschen mehr, sage ich mal, unter Druck, vielleicht auch der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank. Und ja, dann kann man vielleicht auch den einen oder anderen Euro oder den einen oder anderen Zloty vielleicht nicht mal so hin und her schieben, ohne dass es niemanden auffällt. Deine Meinung zu diesem Thema würde mich wirklich sehr interessieren. An dieser Stelle danke ich dir, dass du dir mein Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.